Willkommen auf der Route 66. Wir haben dieses Video richtig viel vor. Das 5. Video. Wir sehen die Route 66 noch ein bisschen. Dann sehen wir San Diego und Los Angeles. Es wird hammergeil. 3 Wochen lang reisen wir durch Nordamerika und wir sind endlich beim letzten Teil angekommen. In den vorherigen Videos habe ich euch erklärt, warum der Südwesten der USA wahrscheinlich die geilsten Naturspektakel hat und wie eine Kleinstadt in Arizona mehr Brauereien hat als ganz Utah. Schlechtes Bier aus Amerika? Fehlanzeige. Jetzt geht es endlich an den Pazifik. Ich zeige euch den besten Milchshake der Welt und erkläre euch, warum San Diego und Los Angeles vielleicht die coolsten Städte an der West Coast sind. Sonne, Strand und Meer, wir kommen. Falls ihr übrigens mich noch nicht kennt, ich bin Mike, Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber und in dieser Vlog-Reihe erfahrt ihr alles, was ihr über den Südwesten der Staaten wissen müsst, denn wir machen die perfekte Rundreise. Ach ja, und gönnt euch die ersten 4 Teile meiner Rundreise. Klickt einfach da oben rechts. Schon im letzten Teil haben wir uns Williams und Winslow angeschaut, aber jetzt tauchen wir tiefer in die Route 66 ein und gönnen uns 2 der coolsten Orte an der legendären All-American Road. Wir sind an unserem ersten Stop in Seligman und das ist das erste richtige Dorf, wenn man von der Arizona-Seite die Route 66 entlang fährt. Super cute. Bekannt ist es vor allem auch wegen solchen Autos hier, weil Cars, also das ist der Disney-Film, hat den Ursprung aus diesem Dorf hier und Radiator Springs ist sozusagen so ein bisschen abgekupfert von Seligman und es sieht mega cool aus hier. Der Ort nennt sich selbst Geburtsstätte der historischen Route 66 und das Motto spiegelt sich an jeder Ecke wider. Rostige Schilder, alte Reklame aus den 50ern und 60ern und überall kuriose Autos und andere Geräte. Das Dorf ist recht leer. Es fühlt sich also eher wie ein kleines Museum an, in dem man alles selbst erkundet. Aber hier gibt es auch historische Gebäude, die dem Wilden Westen entspringen. Lohnt sich also mal daran vorbeizugehen. Danach geht es aber schon weiter auf der Route 66 durch die Prärie Arizonas. Ganz ehrlich, viel sieht man nicht abseits der Straße. Aber irgendwie ist es auch mal cool, nicht per Navi die schnellste Route zu fahren, sondern sich über die Landstraßen treiben zu lassen. Um dann nach Kingsman zu gelangen. Und die haben den wohl leckersten Milchshake der Welt. Ich kann nicht oft genug betonen, wie geil dieser Milchshake ist. So viel Eiscreme und dennoch so luftig und leicht. Jetzt verstehe ich erst richtig, warum die Amis darauf so steil gehen im Sommer. Perfekter Zwischenstopp also auf dem Weg nach Palm Springs. Die Strecke nach Palm Springs ist übrigens die längste, die wir auf dieser Tour ohne große Pause angehen. Aber Palm Springs selbst ist auch ein schönes Städtchen. Hier verbringen wir nur eine Nacht. Für uns also wirklich nur, um zu übernachten. Denn jetzt geht es an den Pazifik. Es ist warm, wir sind im Süden Kaliforniens, willkommen in San Diego. Die Stadt steht nicht nur für Sonne und der Nähe zu Tijuana, einer der crazysten Städte Mexikos, sondern auch dafür, dass es eine wunderschöne Stadt sein soll. Und wo kann man besser anfangen als in der Altstadt, Downtown? Und bevor ihr jetzt denkt, Altstadt, die kann doch gar nicht so alt sein. Stopp! Die Old Town ist aus dem 18. Jahrhundert und war damals übrigens noch Teil des Vizekönigreich Neuspaniens. Die Stadt selbst ist übrigens schon seit 1542 da, also recht früh nach der blutigen Übernahme der Spanier wurde die Region durch die Europäer besiedelt. Aber zurück zur Altstadt.
Die Altstadt ist ein super interessanter Mix aus mexikanischer bzw. spanischer und US-amerikanischer Kultur. Also man merkt hier so ein bisschen natürlich Wild Wild West Vibe, aber auch dieses sehr mexikanische, was sehr logisch ist, weil die Altstadt resembled so ein bisschen das, was zwischen 1821 und 1872 hier stattgefunden hat. Und in den ersten 20 Jahren gehörte San Diego ja noch zu Mexiko und erst später dann zu USA, also ab 1846, als Mexiko den amerikanisch-mexikanischen Krieg verloren hatte. Aber ja, San Diego hier, die Altstadt wunderschön, ist natürlich restauriert worden, ist irgendwann mal abgebrannt, zerstört worden, aber sie haben sie wieder aufgebaut und hier hat man kleine Gassen, wo es sehr schön ist, dann diese großen, naja, fast schon Alleen, wo dann die ganzen alten Tinsmiths und andere Handwerkshäuser dran sind. Richtig cool. Man sieht hier sehr viele Leute, die hier einfach nur durchwandern, chillen. Es gibt hier Museen, Restaurants, alles sehr schön erhalten und wirklich ein absolutes Highlight für mich. Auf jeden Fall Disneyland-Vibes, auch wenn man in die Läden reingeht, die alle so aufgebaut sind, als wären sie aus der Zeit. Und auch die Mitarbeiter dort haben alle Kleidung an, die einfach aus der Zeit stammen könnte. Ziemlich cool. Man kann es auf jeden Fall genießen. Ich finde, es ist ein schöner Weg, um auch mal ein bisschen Geschichte zu erleben. Geschichte einer Stadt, die halt eben sehr viel Kultur zeigt, sehr viel Kultur hat. Sei es US-amerikanische Kultur, ob es Surferkultur ist, die wir später vielleicht noch ein bisschen sehen, oder eben die mexikanische Kultur, die hier so ein bisschen noch mit vibet. Auf jeden Fall sehenswert. Kleiner Tipp, geht übrigens da weiter, wo diese Fußgängerzone aufhört. Denn irgendwann kommt ihr dann sogar bei so einem alten Friedhof an, auch restauriert natürlich, aber so ein bisschen an die Gedenken, an die Leute, die hier damals gelebt haben. Super interessant, finde ich. Die Chance auf ein gutes mexikanisches Essen und generell mittelamerikanische Kultur ist hier übrigens sehr hoch. Aber darauf gehe ich später noch ein. Jetzt geht es weiter ans Meer. Wir wollen doch endlich Wasser sehen, oder? Wofür übrigens Kalifornien noch bekannt ist, sind Freizeitparks am Strand for free. Also die natürlich kosten die ganzen Fahrgeschäfte was, aber man kann einfach so for free rein. Hier ist zum Beispiel Santa Cruz gibt es einen, in LA kennt man ihn ja, Santa Monica, und hier ist es der Bellman Park, der direkt am Mission Beach ist. Wie gesagt, der Eintritt ist umsonst. Dafür kosten die Fahrgeschäfte natürlich ordentlich. Ein bisschen Achterbahn fahren oder sich mit Junkfood vollstopfen, um dann an den Strand zu gehen. Der Mission Beach gehört wahrscheinlich zu den bekanntesten Stränden der Stadt. Der Freizeitpark, aber auch eine lange Promenade mit einigen Läden, vielen Airbnbs, aber auch ein paar Bars zeichnet diesen Strand aus. Irgendwie wirkt das alles wie Santa Monica in LA, nur kleiner und viel gemütlicher. Skater, Surfer, überall nette Leute. Ich verstehe schon, warum San Diego America's Finest City genannt wird. Überhaupt gibt es hier noch viel mehr Strände, die man sich anschauen kann. Das schaffen wir in 2 Tagen aber alles gar nicht. Vielleicht hätte ich mal ein bisschen länger hier bleiben sollen. Und man kann hier einfach perfekt den Abend genießen, sich den Sonnenuntergang angucken, an der Promenade entlang laufen, die Möwen hören. Ganz anderes Feeling als Design National Park. Geil. Hier gibt es übrigens noch 2 andere Aussichtspunkte, wenn man den Sunset sehen will. Einmal Sunset Cliff und Hoya Cove. Mal schauen, ob wir uns die vielleicht morgen anschauen werden. Oder vielleicht fahren wir auch direkt hin, denn Sunset Cliff ist echt nur einige Kilometer weit entfernt und man kann schön entlang der Küste fahren. Parkplätze gibt es hier am Straßenrand übrigens genug und wenn man früh da ist, kann man sogar den Sonnenuntergang vom Kofferraum aus sehen. Wir haben uns etwas auf dem Cliff ausgeruht und die Aussicht genossen. Der erste Tag in San Diego, definitiv schon ein Highlight.
Tag 2 in San Diego und wir haben uns den perfekten Start ausgesucht. Wir sind an den Pacific Beach gefahren, etwas weiter nördlich, und waren bei Conius Café, so einem richtigen Surferladen, haben dann ein dickes, fettes Breakfast gehabt, also richtig viel auf jeden Fall, haben wir gar nicht aufgekriegt. Konnten dann am Nordteil des Strandes so richtig viele Surfer sehen und sind jetzt schon an der Promenade hier. Wir werden jetzt noch ein bisschen an der Promenade entlang schlendern und diesen wunderschönen Strand uns anschauen, wo man echt perfekt zum Surfen hinfahren kann und dann mal schauen, was der Tag sonst noch bringt. Mega nice. Dafür, dass wir hier im November sind und hier auch eigentlich Winter ist, hat mich das Wetter echt überrascht. Nicht genug, um ins Wasser zu springen, aber angenehm, um den Strandspaziergang zu genießen. Vom Pacific Beach kann man komplett runterwandern bis zum Mission Beach, da wo wir gestern im Belmont Park waren. Ist wirklich ein schöner Strand. Natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit Tulum und so, ne? Das ist einer der schönsten Strände der Welt. Aber San Diego hat einen sehr, sehr schönen Strand. Hier kann man sehr schön entlang stranieren. Gibt genug Bars, Essensplätze. Und für Ende November, Ende November, 21, 22 Grad, hat man auch nicht überall, oder? Lohnt sich auf jeden Fall. So, nach so vielen Eindrücken am Strand wird es aber mal Zeit für die Innenstadt. Denn die hat kulturell sowie kulinarisch sehr viel zu bieten und den Anfang machen wir mit Little Italy! Übrigens, das ist das größte Little Italy Amerikas, also sogar größer als das in New York. Little Italy kommt seit den 1850er Jahren, waren nämlich sehr viele ligurische Italiener hier, die für das Thunfischfang hergekommen sind und dann hier geblieben sind logischerweise. Deswegen gibt es hier unheimlich viele Pizzerien. Das ist ein sehr schönes italienisches Viertel. Man sieht hier auch sehr viele italienische Sachen. Ziemlich cool, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, wenn man hier ist. Überall diese kleinen US-Italo-Cafés und Restaurants sind echt ein interessanter Anblick. Natürlich wird man hier mit Pizzerien und anderem italienischen Essen zugeworfen. Also wenn ihr Cravings habt nach Essen des Stiefelstaats, seid ihr hier definitiv sehr gut aufgehoben. So, aber jetzt geht's zur Abendunterhaltung, denn wir gehen die Innenstadt unsicher machen. Falls ihr euch fragt, wo am meisten los ist, dann gönnt euch die Fifth Avenue bzw. Gaslamp Quarter, das nicht nur durch seine Bars und vielen Restaurants besticht, sondern auch durch die Gebäude aus dem 19. Jahrhundert im viktorianischen Baustil. Hier gibt es viele Bars, die mit Einheimischen, aber auch Touristen gefüllt sind. Aber wir haben vor allem Hunger und sind zu The Taco Stand gegangen. Das sind so richtig schön fettige amerikanische Tacos, die eine volle Geschmacksexplosion bieten. Von unserem Mexiko-Trip kennen wir die klassischen Tacos. Aber hier gibt es die Tacos mit geilen Soßen und Guacamole. Echt lecker und viel amerikanischer. Gute Eiscreme gibt es noch bei Cali Cream. Aber alles natürlich nicht gerade billig. Das Gaslamp Quarter, irgendwie auch eine Altstadt, wenn man es mit anderen Städten vergleicht, kann also einiges. San Diego ist eine meiner absoluten Lieblingsstädte und man kann hier noch einiges mehr sehen. Wir haben ja schon einiges gesehen, aber zum Beispiel den Balboa Park haben wir gar nicht mehr aufnehmen können. Aber zum Schluss will ich mir noch mal was gönnen, denn sehr viele Brauereien gibt es hier in San Diego. Generell in der ganzen Region gibt es ja arsch viele Brauereien, aber hier gibt es vor allen Dingen auch Cider-Brauereien. Deswegen gehen wir ins Serpent Cider im North Park und trinken dann mal ein paar Cider zum Abschluss und dann geht es auch weiter nach LA und genießen wir alles jetzt nochmal, ne? Bier, Cider, der Mythos vom schlechten amerikanischen Bier ist auch Geschichte. Craft Beer gibt es an jeder Ecke und das ist echt mal was Schönes, Aufregendes. So wie diese Cider Bar, die haben echt eine große Auswahl an Cider und ich will wirklich alle mal probieren. Cider Nummer 5, kleiner Zwischenstand. Wir haben den Trivia Quiz mitgemacht. Sehr viele amerikanische Fragen. Wir haben nur geraten. Am Ende sind wir Zweiter geworden und wir kriegen jetzt wieder Cider mit. Den trinken wir dann gemeinsam, oder Leute? Mann, ist das lecker und die Genugtuung des zweiten Platzes, obwohl es echt viel um amerikanische Geschichte ging, bringt mich echt zum ausgiebigen Feiern. Vielleicht war es aber auch das Cider. Ja! Alright, vielleicht sollten wir uns mal lieber die Unterkunft anschauen, oder? Diesmal sind wir in einem Hostel, das einige coole Features hat. Hier spielen wir ein bisschen Billard nach unserem Trivia-Quiz-Sieg. Aber ja, die Altstadt ist von hier übrigens fußläufig. Dafür ist das Parken schwierig. Man muss wirklich aufpassen, wo man über Nacht parken darf. Aber das Hostel selbst ist sauber und man kann seinen Schlafbereich abtrennen von den anderen. Also eins der besseren Hostels. So, das war's jetzt aber mit San Diego. Ich hätte hier echt gern mehr Zeit verbracht, aber ich verspreche euch, unser letzter Stop bietet nochmal einiges.
bei unserem letzten Spot angekommen, Los Angeles. Die Fahrt dahin war schon ganz cool, wir sind am Pacific Highway hergefahren. War jetzt nicht zu krass, aber war mal schön, das Meer wieder zu sehen. Wir haben es unglaublich warm für November, fast 25 Grad sollen es morgen werden, also werden wir in Venice Beach gehen. Aber dazu dann morgen mehr. Wir sind jetzt in unserem Hotel, dem Citizen M Hotel. Von unten sehr fancy, innen drin relativ klein die Zimmer, aber super gemütlich. Das Gute an dem Hotel ist aber die Lage. Wir sind mitten im Historic Downtown und hier um die Ecke ist auch einer von den Spots, die ich auf jeden Fall besuchen möchte. Und vielleicht gehen wir da jetzt sogar als erstes hin. Das ist definitiv eins der teuersten Hotels auf dem Trip. Aber zum Ende kann man sich ja noch mal was gönnen. LA hat auch viele große Parkplätze, auf die man sich billig einbuchen kann. Deswegen ist unser Auto auch da relativ sicher. Das Coole ist, wir haben leckeres Essen direkt um die Ecke. Darauf habe ich mich schon den ganzen Trip gefreut. Wir sind hier am Grand Central Market. Das ist sozusagen ein Food Market, so ein bisschen wie Markt der 9 in Berlin, wer das kennt. Und es ist einfach unglaublich, was es hier an Essen gibt. Hier gibt es wirklich alles. Ich war bei The Donut Man, habe mir einen der bekanntesten Donuts geholt. Der war so richtig soft und lecker, ein bisschen zu süß, aber mega geil. Hier gibt es sogar Berliner Currywurst. Und was noch geil sein soll, ein Ex-Lat. Die haben zu, aber die holen wir uns morgen früh. Einfach mega, mega geil der Laden. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen, einfach Hammer. Das alles erinnert so ein bisschen an die Markthallen in Berlin, wo man echt viel Verschiedenes an Kulinarischem sieht, und das direkt nebenan zu haben und solche Donuts genießen zu können, ist echt cool. Gestärkt geht es nun weiter zur wohl kuriosesten Buchhandlung, die nicht nur für ihre Sammlung selbst bekannt ist, sondern auch für den sonderbaren Aufbau. Jetzt sind wir noch in The Last Bookstore, das ist direkt um die Ecke vom Central Market. Und hier gibt es erstmal sau viele Bücher, also auch antike Bücher und. Hier findet man alles. Aber auch die Einrichtung ist einfach weird. Ich meine, hinter mir Pharaonensarg. Und dann gibt es noch jede Menge mehr. Schaut euch das mal alles an. Wunderschön. Direkt in Downtown sieht man auch noch Reste des alten Glanzes. Während die Innenstadt mittlerweile vor allem durch Skid Row und Co. eher für Obdachlosigkeit und Armut bekannt ist, waren es früher die Neonschriften und Theater. Aber auch jetzt kann man hier tagsüber noch viele schöne Ecken entdecken. Es ist nicht alles schlecht. Wenn man aber schon in einer der bekanntesten Städte der US-Kultur ist, wird es auch Zeit für etwas Sport. Wir schauen uns ein NHL-Spiel an, und zwar die Anaheim Ducks gegen die New York Rangers. War echt mal ein cooles Erlebnis, die Jungs auf dem Eis zu sehen. Auch wenn US-Sport wahrscheinlich mehr Spektakel als richtiger Sport ist es mehr als sehenswert. Das Spiel war richtig gut, die Stimmung war Hammer und was die Leute auf dem Eisbild hergezaubert haben, mega krass. Hat natürlich ein bisschen länger gedauert, das Spiel, weil da sehr viele Pausen sind und. Aber wenn ihr mal hier sein solltet, solltet ihr auf jeden Fall euch mal so ein bisschen US-Sport anschauen. Das ist halt auch die Kultur hier. Ansonsten esse ich jetzt noch schnell was bei Shake Shack. Und das Review davon seht ihr dann natürlich in dem Fastfood-Video, das ich irgendwann mal bringen werde. Und dann gehen wir auch pennen, weil morgen wollen wir ja noch ein bisschen mehr erleben. Ne? Viele Leute haben uns bemitleidet, als wir gesagt haben, jetzt fahren wir nach LA, das ist unser letzter Spot. Ich verstehe es. Sehr dreckig, sehr viele Obdachlose, sehr viel Armut in der Stadt. Aber man kann nicht denyen, dass die Stadt auch sehr viel Besonderheiten hat. Ich meine, Hollywood und Beverly Hills, das sind nur einige der Viertel, die man kennt. Und wenn so ein schöner Tag wie heute ist, so 26 Grad und das Ende November so überraschend, dann gibt es einen Bereich, zu dem man auf jeden Fall muss. Und das ist Venice Beach. Ich meine, der berühmte Venice Beach, man kennt ihn aus vielen Filmen mit Muscle Beach, den Skatern, Santa Monica, und das genießen wir heute mal bei richtig geilem Wetter. Ich habe viele Empfehlungen für Strände in Los Angeles bekommen, die besser sein sollen. Aber ich will mir einfach Venice Beach nochmal in Ruhe anschauen. Die Skater, Surfer und die Promenade haben einfach einen absolut einmaligen Flair.
Hier gibt es unheimlich viele Läden zum Einkaufen, was zu essen. Aber für mich ist das Interessanteste die verschiedenen Typen von Menschen, die man hier trifft. Man hat hier die Skater, man hat die Leute, die pumpen im Muscle Beach. Auch wenn der richtige Muscle Beach geschlossen ist, gibt es hinten noch einen Bereich, der offen ist. Leute, die Tennis spielen, die Surfer, Leute, die chillen wie wir. Welche, die skaten, also auf Inline-Skates und die dann richtig krasse Tricks machen, als wären sie Eiskunstläufer. Und das nicht nur halt irgendwelche jungen Leute, sondern auch Alte dazwischen. Es ist einfach phänomenal, was man hier alles sehen kann. Ihr merkt, ich bin gehypt und mache mich jetzt zu Fuß auf den Weg an das Nordende. Und zwar den Santa Monica Pier, den dritten Freizeitpark auf dieser USA-Tour. Für einen kleinen Snack empfehle ich übrigens The Window Venice Beach. Das ist ein super kleiner süßer Burgerladen, der richtig geile Milchshakes hat und richtig coole saftige Burger. Richtig Fastfood-Style. Und nicht teuer. Ein Katzensprung von Venice Beach ist übrigens Santa Monica Pier entfernt. Den kennt man wahrscheinlich aus unheimlich vielen Filmen oder aus Spielen wie GTA. Das ist der Freizeitpark mitten auf dem Pier. Hier kann man sehr viel machen, logischerweise. Achterbahn fahren, Riesenrad fahren und auf die Stadt schauen. Oder eben das Ende, beziehungsweise den Anfang, je nachdem wie man es sieht, von der Route 66 genießen. Denn hier beginnt oder endet die Route 66, ziemlich cool. Man hat eine schöne Aussicht über den Strand, hier kann man bestimmt auch geil den Sonnenuntergang genießen. Und generell gibt es hier auch sehr viel zu essen, zu trinken. Alles natürlich relativ teuer, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal hier vorbeizuschauen. Wie gesagt, ich verstehe vollkommen, wenn das nichts für euch ist. LA hat mir auch jahrelang nicht gefallen, aber diesmal bin ich einfach gehypt. Und den Sonnenuntergang am Strand zu genießen oder eben nochmal den Sunset Drive entlang zu fahren, das ist doch definitiv etwas, was jeder von uns mal gemacht haben muss. So, jetzt schauen wir uns aber endlich die Ex-Lutz-Sandwiches an. Ich habe sie nicht vergessen. Das ist unser letzter voller Tag in den USA, aber den genießen wir nochmal in vollen Zügen. Wir werden heute mal was ganz Besonderes machen, und zwar wenn wir in LA sind und hier die Filmhochburg ist, werden wir eine Studiotour machen bei Warner Bros. Und heute Abend uns noch ein Spiel angucken. Aber jetzt erstmal gibt es geiles Frühstück bei Ex-Lut, habe ich euch ja versprochen. Endlich können wir es essen, nachdem gestern an Thanksgiving alles geschlossen war. Ich bin gespannt. Das Ex-Lut-Sandwich war super lecker, richtig geiles Brioche, geiles Sausage. Das Ei ist richtig schön weich gewesen von innen, aber außen hart. Wenn ihr übrigens mal richtig meine ganzen Reviews sehen wollt, auch mit Punktebewertung und Co., dann schaut doch mal meine Insta-Stories. Da seht ihr auch noch ein bisschen mehr Behind-the-Scenes-Footage. Jetzt hole ich mir noch einen kleinen Snack und dann geht es auch weiter zur nächsten Tour, zur Warner Bros. Tour. Empfehlung für Snacks, wenn ihr mal nicht in einen Bagel-Shop oder ein Restaurant wollt oder einen Deli. Bei den Supermärkten Trader Joe's. Sie haben definitiv die coolsten Angebote. Das ist der süßeste Laden mit Abstand. Gehört ja eigentlich Aldi, aber ist ganz anders als Aldi, versprochen. Die haben richtig coole Produkte hier, sowas wie ganz verschiedene Hummus-Sorten, Dips und auch sowas wie ein Everything but Bagel Topping, also dass man so draufstreuen kann. Und preislich ist es auch sehr gut, vor allen Dingen, wenn ihr Wasser mit Kohlensäure wollt und nicht 3 Euro ausgeben wollt dafür. Safeway, Walmart, wir haben ja echt alles getestet. Und wenn ihr die Chance habt, zu Trader Joe's zu gehen, dann nutzt sie. Echt leckere Sachen und wir haben einiges mit nach Hause genommen. Aber jetzt geht es weiter mit Filmkultur. In Folge 1 waren wir in Hollywood und jetzt schauen wir uns die Warner Bros. Studios an. Wenn man in LA ist, dann muss man natürlich auch eine Filmtour machen. Ich meine, hier ist fucking Hollywood. Es gibt einige Filmtouren hier. Also es gibt Paramount, es gibt Sony, es gibt Universal, es gibt Disney und eben Warner Bros. Studios. Wir haben uns für Warner Bros. Entschieden, weil sie relativ billig ist im Vergleich zu vielen anderen. 3 Stunden, damit die längste ist. Also wenn zum Beispiel Disney kostet 5.000. Für Universal Studios muss man auch in den Universal Park. Paramount und Sony sind ähnlich. Aber wir haben uns für Warner Bros. Auch entschieden, weil es hier die Lieblingssets von uns gibt. Und die schauen wir uns jetzt an. Die Tour ist dreigeteilt. Im ersten Teil fährt man durch Backlot und Frontlot. Heißt, man hat sehr viele Außenstudios, die man sehen kann. Sowas wie Stars Hello von Gilmore Girls und sehr, sehr viele andere Filme. Da kriegt man alle möglichen Infos über die ganzen Filme, die es hier gibt. Hollywood-Klassiker wie Casablanca und Co. Und dann kommt man zum zweiten Teil in Studio 48 und hier sind sowas wie Central Perk, das richtige Friends-Set, das richtige Big Bang Theory-Set. Also einiges zu sehen und dann kommt man noch zum dritten Teil nachher.
Neben coolen Kulissen gibt es hier auch Eindrücke zur Filmtechnik, Filmkultur und Filmgeschichte. Und man kann zum Spaß mal etwas selber vertonen. Okay, we are all queued up. Here we go. What are you doing here, Santa? Well, I'm here to see my old buddy Ben. What are you doing here, weird turtle man? In Teil 3 haben wir ein bisschen mehr interaktive Welten gesehen, ein bisschen mehr Magie und Action, das heißt ein bisschen von dem DC-Universe, also so Black Adam, Shazam und so. Aber der wirklich interessante Teil war der Small-Teil, dieses Wizarding World. Und zwar konnte man da Newts Apartment sehen, man konnte sich einmal sein Head aussorten lassen, also ist man ein Gryffindor, Slytherin oder so. Man konnte alle Raunen rausziehen und einiges mehr. War ein wirklich cooles Erlebnis rundum. Wir haben mehr als 3 Stunden hier verbracht. Wir konnten so viel sehen, konnten es wirklich genießen. Ich finde, die Warner Bros. Tour war mega geil und wahrscheinlich auch meine Favorite Tour wäre es am Ende gewesen. Einfach Friends, Gilmore Girls, Big Bang Theory, Harry Potter, DC Universe ein bisschen auch. War richtig cool, hat sich gelohnt. Zum Abschluss gönnen wir uns noch mal ein paar Tacos in einer hiesigen Kette, die zwar lecker sind, aber definitiv nicht an die in San Diego rankommen. Generell kulinarisch war San Diego deutlich besser, aber wahrscheinlich auch, weil es kleiner ist und es nicht diese riesige Auswahl gibt. Oder man gefühlt 2 Stunden überall hinfahren muss. Los Angeles hat da ja echt noch einige Restaurants, die ich testen wollte, aber jedes Mal 1 Stunde fahren, die Stadt ist einfach viel zu groß. Apropos groß, zum Ende nochmal hier das letzte große Highlight, NBA. Ich schaue mir die Clippers gegen die Nuggets an. Jokic in voller Action, Leute. Es war richtig cool, zum Abschluss nochmal ein Clippers-Spiel zu sehen. Ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr in LA seid, schaut euch ein Sportspiel an. Sei es LA Lakers, Clippers, Eishockey, Basketball, NFL, irgendwas. Es geht auf jeden Fall richtig ab. Generell, LA hat mir diesmal viel besser gefallen. Wahrscheinlich, weil ich nicht so viele Erwartungen daran hatte. Ich habe ein bisschen mehr den Vibe mitspüren können. Und generell war es wirklich cool. Der Trip ist jetzt aber auch zu Ende. 3 Wochen waren wir hier, 5 Videos lang. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bin am Ende einfach nur gehypt. War ein richtig cooler Urlaub. Vergesst nicht zu subscriben, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Und das war's von mir. Haut da rein. Das war's. 3 Wochen USA finden ein Ende. Wir haben einige Bundesstaaten unsicher gemacht. Einer der coolsten Urlaube, die man sich nur vorstellen kann. Aber noch ist nicht ganz Schluss. Denn wie versprochen, es gibt noch ein Fastfood-Review im Anschluss. Und falls ihr noch irgendwas anderes sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt gehen wir aber in die Highlights. Danke euch.